Hallihallo, ihr Lieben, und einen schönen zweiten Adventssonntag wünsche ich euch. Heute mit weihnachtlicher Beleuchtung auf meinem Kopf. Wir sind gerade auch wieder live auf Twitch, wo viele Süßis aus der Community mit am Start sind. Wir machen heute weiter mit dem Spiel Lake Season Greetings. Chat muss auch schon lachen wegen meiner Weihnachtsbeleuchtung. Wie immer, wenn euch diese Videos gefallen, würde ich mich sehr über ein Abo und ein Däumchen nach oben freuen. Und ich hätte gesagt, wir starten gleich hinein. Yassi schreibt euch, also es ist immer die Yassi, gell? Yassi ist heute wieder für das Intro zuständig. Yassi ist immer die Erste, die reinschreibt. Sie schreibt, hallo YouTube, lasst ein Abo und einen Daumen oben da. So. Schauen wir mal, wer das nächste Mal als erstes ist und uns das Intro des Tages zur Verfügung stellt. Benny schreibt auch, hallo YouTube, Fitzbin lässt euch Herzchen da, die Anna lacht, die Yassi lacht, die Martina lacht. Alle sind am Lachen wegen meiner Beleuchtung hier im Kopf. Ich weiß, die ist doch wunderschön. Denkt an einen Kommentar für den Algorithmus, schreibt Luca noch. Und wir starten jetzt rein, wir machen jetzt weiter. Let's go. Let's go, let's go, let's go. So, okay, danke. Oh, schön, dass ihr Palmen habt. Oh, gut, jetzt haben wir den 25. Dezember morgens. Jetzt geht's weiter, Chat. Weiss residents, good morning. Hey, Dad. It's me. Hey there, Em. Meredith Christmas, oh süß. Bereit für ein echtes Weihnachten vor Weihnachten. Meredith Christmas. I was hoping to hear one of your special holiday puns. Merry Christmas to you, too. I wish I was in PO right now. That makes two of us. And probably three, but Mom's at the motel. Guess I'm not the only one working today, then. Fine mess I got myself into, huh? Willst du meine Meinung hören oder soll ich dir nur zuhören? Es ist perfekt, Meredith, aber du schaffst es schon, ist nicht? It's not perfect, Meredith, but you'll be okay. Thanks, Dad. Oh. I think I will be. Work's progressing nicely, actually. And Und wie es Tessa's draußen coming over schneit, so later. süß. She's also stuck here. We're going to try to cook up some semblance of a Christmas meal. Oh, that's good to hear, Em. Der andere M wird sich um das Weihnachtsessen kümmern. Ich wünsche ihn... Oh ja. But I'm glad the other Em will be in charge of my Christmas dinner. Can't disagree there. Her lemon mashed potatoes alone blows all my cooking out of the water. Oh, that reminds me, I need to try to pry that secret recipe out of her. I'm gonna call her at the motel right now. Thanks for talking, Dad. Oh. And Meredith Christmas. Meredith Christmas! Missile Thomas wishes you the same. Oh, I did not hear that. Love you. Süß. So schön. Oh, Mildred, you shouldn't have. We already have the most beautiful pair of Christmas sweaters in the world. And now we have 2 sweaters each. You must have put so much work into them. Oh, please don't mention it, dearie. Knitting sweaters can be quite straining, but knowing how happy they make you always makes up for it. Oh. Well, we're so grateful. Right, Thomas? Sie sind wunderschön. Vielen lieben Dank, vielen Dank. Aber du solltest das in Zukunft lassen. Oh mein Gott, wie gemein. They're beautiful. Thank you so much, Mildred. Mir gefällt besonders, dass unsere Pullover das gleiche Muster haben. Oh, I especially süß. like that our sweaters have the same pattern, so I don't have to look in the mirror to admire it. Oh, Thomas, that makes me so happy to hear. Die Omi, wie I sie sich can't freut. wait to start working on next year's designs. I've also made sweaters for Frank and Jack and Robert and Bert, but they all said that wool gives them an allergic reaction. Isn't that a coincidence? Oh. Beth, I hope you aren't allergic to wool.
You're not going to believe the coincidence, Mildred, but yes, I actually am. And it's such a shame. If only I, too, could celebrate Christmas wearing one of those beautiful sweaters. Die sind Anyway, alle allergisch Emily, gegen would you be a darling Wolle. and pass me the Die peas, Pullis please? sind super sweet, voll. I don't... Oh, you mean the string beans? I suppose peas would have gone lovely with the meal as well, now that you mention it. Right, Thomas? Ich hatte schon Bohnen, danke mein Schatz, vermute ich, ja. I suppose. Oh, yes, of course. I meant the string beans. Of course, silly me. But let me get on with it. It's time for my presents now. And you may have already guessed that they're books. Mildred, why don't you open yours first? Well, I'm not really one for presents, but I appreciate the gesture. Let's see now. The Cat's Pajamas. I've never heard of it, but it has a nice title, I suppose. Ach, It's süß. an encyclopedia about cats. A whiskerpedia, if you will. Aw. Someone drew my attention to it, and I immediately thought of you. Allerdings, Emily, allerdings. That it is, Emily. That it is. It is a nice gift, Beth. Thank you. It was my pleasure, Mildred. Ach, And now for Emily's gift. Oh, why, thank you, Beth. I do always appreciate your taste in books, so I'm looking forward to The Countess and the Carpenter. Would you look at that? Is this a romance novel? I've never really read one of those. Right in one guess, Emily. I hear the writer Summers here, so this book is locally sourced, Ah, so to speak. sis. And dare I say it, the prose is quite compelling in the romance department, if you catch my drift. I think I do. süß. Beth, you are something else. Thank you. This will certainly get a nice spot on our bookcase. Ich glaube zwar kaum, dass ich es je lesen werde, aber klar doch. Gut zu wissen, dass sich die Abteilung Liebesschwüre jetzt in unserem Bücherregal befindet. Good Wir to wollen know ein the bisschen nett romance sein. department is in our bookcase now, so I'll Wir know where wollen to ja ein find bisschen it. nett sein. Well, I'm looking forward to reading it already. Thank you so much, dear Beth. You're welcome, Emily. I'm sure you'll love Sis. it. Okay, Thomas, it's your turn now. Let's see. Crazy sports facts, too. Even more crazy sports facts. Oh ja, ich liebe diese Sachen. Ehrlich gesagt habe ich noch nicht mal mit dem ersten Teil angefangen. Nein, Chat, es ist Weihnachten. Wir müssen nett sein. Wir müssen nett sein. Lass dir mein Lurk da, mein Lieber. Bin gleich nochmal da. Mach mir eben was zum Essen. Mach das und was gibt es Gutes zum Essen? Boy, I love this stuff. I'm actually reading part 1 at the moment, so I can tuck into this straight Und after. danke für den Lurk-Support. Thanks, Beth. You're welcome, Thomas. And you're right, there's some fascinating tidbits in part 1 as well. Even if one no longer actively plays sports, it's at least fun to read about it, right? Wahnsinn. Chat, ganz kurz. Ich habe mir jetzt heute in meinen Früchtetee eine Prise Zimt und ein bisschen Honig immer reingemacht. Es ist so gut. Ihr müsst es auch machen, Chat. Ihr müsst es auch machen. Die Kids draußen im Basketballkorb kann ich immer noch was vormachen. Ich hatte nie so viel mit Gott im Hut. Never really been into sports that much, to be honest. Well, there's no shame in admitting that you're not getting any younger, Thomas. In fact, none of us are exactly spring chickens anymore. Things like your arthritis can't magically be wished away by positive thinking. Wer möchte denn ein Stück Who's Blaubeerkuchen? up for some blueberry pie? Speaking of blueberries, my bridge partner Edna's niece discovered this mole last week. Hold that thought, Mildred. I really need to take this. Hello? Hi there. Could you put me through to Meredith Weiss, please? Aber wer ist da? Excuse me, who is this? Oh, it's Steve. Steve Mitchell from work. Is Meredith there? Do
do you understand that people are celebrating Christmas right now? Wait, what? Christmas? Oh my gosh. I'm sorry to bother you. Is it Christmas already? Gosh, I totally missed that. I've been pulling up. Nur am Arbeiten, der Typ. I'm gonna splash some water on my face. Sorry again, Mr. Weiss. Enjoy your evening. Bye. Merry Christmas. Everything okay, honey? Dass Merediths blöder Boss irgendwas wegen der Arbeit. That silly boss from Meredith's work called for some reason or other. Never mind. Beth, you were saying? I wasn't actually, but I was looking for a way to say this, and now's as good a time as any, I suppose. Oh. My dear friends, I am leaving Providence Oaks. What? Beth! What? What's that, dear? Weißt du das ernst? Are you Drama am serious? Weihnachtsabend-Chat. Well, before we move on to the sad part, let me first tell you the good part. Ladies and gentlemen, I am going to be a grandmother. Ah, Yes, süß. that is amazing! I'll be. Whose mother? I mean, Herzlichen Glückwunsch. congratulations. Yes, my son Daniel and his wife are expecting. Isn't that wonderful? But, and here's the proverbial kicker. You may remember that they moved to Savannah, Georgia a few years ago. So, if you put 2 and 2 together... Du ziehst in ihre Nähe. Sie bekommen Vierlinge. You're moving away to be with them. That's great, Beth. I'm so happy for you. That is marvelous, Beth. Congratulations. I wish you and your family all the happiness in the world. But I'll miss you something terrible. We all will. But we have to toast to the good news. Thomas, Aber go pour wieso us haben some die schon brandy vom and I'll get the Blaubeerkuchen pie. geredet, wenn der volle Hühnchenbraten Thomas, noch am would Tisch you steht? have any antacid? That eggnog is starting to stir up something indiscreet. Oh. On it. Now, let's celebrate this wonderful evening, ladies. Here's to a lovely old Christmas spent with good friends. Here, 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 here. Oh, die Omi. Ich glaube, ich verstehe noch nicht, was ich hier sehe. Die haben die Freunde eingeladen zu Weihnachten, Luca. Hey, Thomas. Did you see the game last night? Morning, Frank. Nope, we had our Christmas dinner. Aber irgendwas sagen. What happened? The Celtics were up by 25 in the third quarter, but they still lost the game in double overtime. Meinte das Ganze. Ach, Luca. I still like Christmas dinners better, Frank. Ha! Fair enough, Thomas. Have a good one today. Alrighty, Chat. Wir müssen wieder Post austragen. Und heute schneit es. Und schau, wie schön der Himmel ist. I love it. I love it. Season's greetings, P.O. It's the second day. Wo müssen wir denn hin? Wir haben hier oben einmal Brief, Paket, Brief. Okay. Listen, I don't have turtle doves or partridges in pear trees. You know what I do have? Oh, wie schön mit der Weihnachtsbeleuchtung. That tease. Woo! Season's greetings to you too, Jack. It's, Beep. the gremlins the other day. Cozy living room. So, einmal die Post austragen. Oh, schau mal, die haben den Zaun auch so nett beleuchtet. Süß. So, einmal die Post ausgeliefert hier bei der 102. Jawohl. Es ist eine Episode-Story ohne größeres Gameplay. Es ist ein Story-Game, es ist ein Cozy-Game, wo es eigentlich darum geht, dass du Post austragen musst. Und da passiert halt eine Geschichte dabei.
...202 Jackson Street. Was haben wir denn da Schönes? Wir haben die 203. Das nehmen wir doch. And parcel. Oh, das ist 205. Wo ist 203? 207. Oh, Chat, wo ist 203? Dann muss es wohl das nächste Haus sein. Das da. Ja, 203. Okay. Oh, die haben einen Schneemann. Ding dong. And who can Gut, dann stellen wir es halt vor die Tür. Also really cozy, genau. Weihnachtlich, gemütlich. So, dann haben wir hier noch die 106 Jackson Street. Da haben wir noch einen Brief. Da haben wir die 106. Oh, die haben auch eine schöne Weihnachtsbeleuchtung. Sehr schön. So, wo müssen wir jetzt noch hin? Jetzt haben wir hier noch zweimal Briefe, ein Paket. Boah, das ist ganz weit hinten. Hier haben wir noch einen Brief und hier haben wir beim Motel noch was. Okay. Schaut einfach so schön aus, wie es alles beschneit ist, Chat. I love it. It's just gonna be you and me. Ey! Sie ist an mir vorbeigefahren. Huch! Hat niemand gesehen. Ab und zu bin ich ein bisschen rabiat auf der Straße unterwegs. Hoppala. Man sollte mich nicht mit WASD ans Steuer lassen. Das wird dann gleich nicht mehr so cozy hier. It's always nice when our neighbors get a letter. Here's to you, Andy and Toby. Hat einfach niemand gesehen, okay? Wie ich hier mal in den Baum rein bin. Mi, 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 mi. So nett, wie es schneit. I like it. What do you get for someone who has it all? I've been to every corner. Stopp. Of this Okay, kommt keiner. What in the world would be that something that made you see? Jetzt müssen wir irgendwo in den tiefen Wald hineinfahren, um hier das Paket auszutragen. Gegenverkehr. WeChat, das kann böse ausgehen für mich, du.
So, hier müssen wir jetzt rein. Okay. Oh, schön. Boah. Ah. Zu ihm müssen wir. Zum Hübschi. Mit dem ist ja Meredith dann zusammengekommen, der hier wohnt. So, mitnehmen. Bin gespannt, ob wir ihn sehen, ob er zu Hause ist. Der Robert. Weil du kein braver Junge warst, bestell weiter so schwere Pakete und du siehst Weihnachtsmann nie wieder. Ah, da haben wir wieder einen Soundbug, leider. Schade, schade. Eis. Thomas, Bert's out of town. Oh, I could use someone else to talk to. Not that Bert talks that much. How about it? Tomorrow evening. Sure, let's do it. But you better make sure that fire pit is working. Perfect. Böses Spiel, I'll aber bring all the wirklich. gear, but feel free to bring some booze. Hey, did you have a nice Christmas, by the way? Meine Tochter hat es nicht geschafft, uns zu besuchen. I've had better. My daughter couldn't make it. Sorry to hear that. Anyways, I won't hold you up any longer. I need to assemble this baby. See you tomorrow, Thomas. I'll come pick you up. Na schau, jetzt machen wir morgen was mit Robert. Ist das nicht schön, wie der Schnee fällt, Chat? Ach, ich lieb's. Ich bin jetzt mal raus, sonst kann mein Handy nicht richtig laden. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Sven, danke, dass du reingeschaut hast. War heute sehr, sehr lustig mit dir. Hab einen wunderschönen Abend. Einen restlichen Sonntag. Lass dir gut gehen. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder da bist. So, mal schauen, wo wir hin müssen, Chat. Hier. Schön. Sollte ich mich auch mal 3 Wochen nicht rasieren, dann sehe ich auch aus wie der Typ. Haha, Flanellhemd habe ich auch. Ist das jetzt eine Anspielung, Luca? Bin ich jetzt vorbeigefahren? Natürlich bin ich jetzt vorbeigefahren. Piep, 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 piep. Schaut ein bisschen gefährlich aus, der Weg. Oh. Ah nein, das ist es nicht. Piep, piep, piep. Piep, 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 oh oh. Piep, piep, oh oh. Ah. Verdammt. Wir wohnten hier auch. Oh Gott. Chat, Hilfe. Okay.
Nein! Piep, piep. Hä? Wo ist denn der Weg? Hallo? Oh nein, Chat, ich hänge. Ich hänge! Nein! Ich hänge, Chat! Oh Gott! Der Busch! Was mache ich jetzt? Hilfe! Hilfe! X. Zurücksetzen. Okay. So, wo muss ich jetzt hin? Jetzt muss ich erst wieder umdrehen. Piep, piep. Nochmal. Piep, 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 piep. Okay. Hup mal. Es geht nicht, Digga. Soundbug. Hier. Verlassen. Im tiefsten Wald. Fancy handwriting on this one. Fancy handwriting. Das haben wir geschafft, Chat. Also, ich sage euch jetzt was. Wenn man hier so als Postler arbeitet, das ist ja ein lebensbedrohlicher Job. Das ist ein lebensbedrohlicher Job. Wie soll ich jetzt jemals wieder aus diesem Wald der Grausamkeit rauskommen? Das ist ja ein Wahnsinn hier. Da würde ich auch gerne wohnen. Hier mit so einem sexy Holzfällermann schon. Uah! Aber man sollte mich nicht Auto fahren lassen in diesem Wald. Jesus! Och Gott. Hä? Wo muss ich jetzt hin? Ich komme da nie wieder raus, Chat! For Christmas. Hoppla. Chat! Oh nein! Oh! Ah. Los! Schmeiß an das Auto! Ja, nein, lenken, lenken! Oh! Chat! Oh. Führerschein wird eingezogen. Ja, sieh, hör auf. Fahr doch super. Ich fahr doch wie ein Weltmeister hier. Verstehe jetzt gar nicht, wo da das Problem ist. Jesus! Jesus! Hä? War da hinten ein Hirsch? Da ist ein Hirsch-Chat! Da, Bambi! Hallo! Oh! Jesus, jetzt ist hingeflogen. Jesus! Hey! So. Komm hier nicht weiter, Chat! Da ist eine Alpha-Wand. Ich muss wieder zurückschieben. Es nutzt nichts. Verdammt! Dieses blöde Auto, Chat, das liegt am Auto. Um Gottes Willen. Gebt den Führerschein ab. Jetzt seid nicht so dramatisch, Chat. Weiß ich, dass ihr immer so für Drama Queens hier seid. Das ist Förstergelände, da ist ein bisschen holprig. So. Ah, hier Motel. Da. Oh, da muss ich rein, da muss ich rein. Perfekt eingepackt, Chat. Habt ihr das gesehen? Perfekt eingepackt. Ich weiß nicht, wo da das Problem ist. Habe ich doch super gemacht. Du siehst aus, als hätte... Das sieht aus, als hätten sie ein Problem. Du bist ein schlechter Fahrer, Fitzbin. Möchtest du gerne ein Timeout haben? Yeah, just a second, my good man. My good man. Figure out what's wrong with this blasted vehicle. Give me some good news here. I mean, I'm not really a car mechanic, Mr. Price, but
I know the smoke isn't a good sign. No duh, Einstein. Say, hey, Mr. Mailman, what's your story? Just here to deliver a package, sir. Oh, is it for me? And by any chance, would there be a fully functional car in that package? I'm afraid it's a little too small for that. Maybe a dinky toy, though. Well, then what do I care? What's taking Elsa so damn long? Elsa? You don't know what you're doing. Elsa kommt auch. Green Earth, are you fiddling around with that engine? Just thought I'd pop up in the hood, Mr. Der Price. Gabriel. What with the Der smoke riecht and das all? Auto nicht, It Chat. needs to vent. Needs to vent, huh? Seht ihr, wenn man ordentlich gefahren wäre, wäre das nicht passiert. Busted car engine. Mein Auto funktioniert, Chat. Dying in this pond. Mein Auto funktioniert. Ich bin ein guter Fahrer, Chat. So, hey there. I see you've already had the privilege of the full Connor Price experience. Jeden Cent vom Eintrittspreis wert. Quite the experience it was. Well worth the price of admission. Yeah, Connor can be a bit much. Anyway, I'm Ilsa Richter, local TV Das ist segment die producer Elsa. turned car problem solver. And that sporting young man over there is Gabriel Serrano, local TV sound guy turned amateur mechanic. Der Emphasis Gabriel. on amateur. Hey, I never claimed to know anything about cars. Prinz Erik, Chat. Because Prinz I used to be Erik. studio tech, Mr. Price put me on engine duty. Das ist doch Prinz Erik. Anyway, nice to meet you, sir. Nice to meet you. I'm Thomas Weiss. Trust me, I'm waiting up for you. Coming Local mail carrier turned local TV reporter's punching bag? Well, what I came to tell that local TV reporter turned mailbag puncher, I called a garage a couple miles down the road. They're on their way right now. That's great, Ilsa. You're an even better car problem solver than you are a segment producer. Flattery will get you everywhere. Ilsa und nicht Elsa. Jassi, das ist Elsa. That must be Ben Young. Das ist Elsa. Elsa im echten Leben. Das wäre Elsa. Wegen ihr schneit es, Jassi. Das hat doch jetzt jeder hier verstanden. Nur du wieder nicht, Jassi. Ich verstehe es einfach nicht. I should be getting back to the mail. See you around town, maybe? God, I hope not. No offense, Mr. Weiss, but we need to get out of here. We're supposed to start shooting in Melville. Doch like, einer das an Paket den hour armen ago. Mann ab, aber echt. Hey, Mr. Mailman. Come in here for a second, please. Oh Gott. Excuse me. Duty apparently calls. Das ist der Happy travels. Unsympathische. So sieht man sich wieder. Das ist eine Alternative zu einem Job bei der Post. Klingt nach einem Notfall. Wir sind zu ihm ein bisschen bitchy, okay? Man ist an Weihnachten eigentlich lieb, aber nicht zu ihm. This is your alternative to working at the post office? Uh-huh. Hey, I'm new here. All of a sudden, I have to check in 3 people at once who want their own rooms. Na Wahnsinn. Separate but close to one another, all equipped with TV VCRs. And, well, long story short, I need to reach Emily Weiss, stat. I'm guessing the local post guy would know where to reach her. Ein kluges Kerlchen wie du weiß doch wird es doch wohl selbst schaffen. Klar, ihre Telefonnummer ist 0800, find's doch selbst raus. Zufällig kenne ich ihre Privatnummer auswendig. Emily's off today. But I'm sure a smart guy like you will figure things out in no time. Oh, thank you ever so much for nothing. God, where am I supposed to see whether room 2 has a VCR installed? I'll just leave the parcel here on the counter. Bye. Bye, bitch. They're already gone. Mighty fast towing there, Ben. Seht ihr das, Chat, wie schön ich hier eingeparkt habe? Mit Bravour, bitte. Mit Bravour habe ich hier eingeparkt. Das ist ja Wahnsinn. Also, wo müssen wir jetzt noch hin? Hier haben wir noch ein Paket. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier alles zurückfahren. Das kann jetzt spaßig werden, Chat. So. Einmal über die Böschung drüber. Hat keiner gesehen. Let's go.
Piep, piep. Simon, so fährt man nicht. Warum nicht? Die Post hat's eilig, okay? Die wollen alle ihre Weihnachtspakete haben. Jetzt geht das Hupen wieder nicht. Ja, sieh, ich muss jetzt hier Auto fahren. Ich kann das von der Automod nicht hier erlauben. Mod, seht ihr das jetzt eigentlich, wenn die Automod was zurückhält? Das ist eine friedliche Kleinstadt und ich bin ein friedlicher Postbote. Ah, schau. Luke hat's freigegeben. Ja, na schau. Schade, ich dachte... Boah, oh, okay, das Problem wurde sehr schnell gelöst hier. Das Problem war sehr schnell gelöst. Luki war schneller, ja. Schau, wie sie immer gleich schnell abzischen hier. So, oh nein, der Postler. Bitte tun Sie mir nichts. Merry Christmas Day. Merry Christmas Day. Und am Ende bringt er alle um. Das werdet ihr dann im Finale herausfinden. So, perfekt eingepackt, Chat. Wir sind jetzt auf der Main Street. Das Reh musste schon dran glauben. Du, 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 du. Merry Christmas Day. Oh nein, wir haben wieder Soundpack-Chat mit der Nancy. New Year's Eve. It was all... Wie er sie einfach belauscht, gell, die beiden. I'm sure she didn't mean it that way. Green Ministry strikes again. Vor allem, sie hat einfach blaue Wimperntusche drauf. Finde ich amazing. Was wäre Po doch für ein langweiliger Ort ohne sie? Ich vermute, Takt war nie ihre größte Stärke. In her strong suit. That's one way to put it. One thing's for sure. Jetzt sehen wir auf einmal den Kartenständer. Es ist ein bisschen buggy, Chat, okay? Scheidet sich immer so negativ. And now I'm supposed to come to the rescue? Jetzt ist er eh wieder da. You could be a party savior. I know I'd never miss out on such an opportunity. With the ridiculous discount she's demanding, it's mostly nothing but a great opportunity for a lot of extra work. Ja, die denken sich, da fährt der verrückte Cinni und schmeißt die Pakete um sich mit Gravur. Sure thing, Nancy. Have a great day. Tschüss, Nancy. Chat ist Nancy Wheeler aus Dead by Daylight. Im echten Leben ist sie Kassiererin und raucht. Nancy Wheeler. Ding, ding. Du, 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 du. Cause every time the snow is falling down und ich blockiere die Straße.
Du möchtest hier weiterfahren, aber ich stehe dir im Weg. Du kommst hier nicht vorbei, weil ich stehe vor deinem Auto rum. Ist es schön? Ich weiß, du möchtest heimfahren. Okay. Ja! Du gehört, wie sie gehupt hat, Chat. Der hat mich angehupt. Was passiert mit Menschen, die uns anhupen, Chat? Als wäre geklickt. Wartet! So. Du fährst nirgends hin, okay? Bip, bip. It's cold outside. No one cares about yesterday. Perfekt, rückwärts eingepackt. So muss das Chat. Hey, if it isn't Connor Price. Ooh. That's him, huh? He's taller than he looks on TV. Hoffen wir mal, dass jetzt besser Let's drauf hope he's in a ist. better mood now. He was really quite rude to me earlier. Wow, sounds like a real jerk. Hallo Mr. Price, der Rauch hat sich also noch nicht ganz verzogen, wie ich sehe. Hello, Mr. Price. Still fuming, I see. Well, hey there. Good to see you, man. Yeah, I guess smoking is a slightly healthier way to blow off steam. Especially since we've had a bit of change of plans. Oh, hi, ma'am. I don't think we've met. Connor Price, KNW6. Welcome to the Oregon Trail Motel, sir. Better get to work, honey. I'll see you tonight. Okay, what's up with her? Christmas hangover? Huh? No, it's just that I told her about our earlier meeting. Oh, I see. Yeah, about that. Listen, I'm man enough to admit that it wasn't my finest hour. I'm usually a lot more easygoing. In fact, the Willamette Week once called me one of the most likable faces in local broadcasting. Hey AJ, rote Nase habe ich leider keine. Wie geht's dir, schön, dass du reinschaust? Schnee von gestern. That's quite all right. Water under the Bear Creek Bridge, as far as I'm concerned. Well, when my car isn't breaking down during a tight shooting schedule, I'm a pretty swell guy. Believe me, that's the price guarantee. Price guarantee. So, has Ben Young managed to fix your van yet? No, that's the change of plans I was referring to. Turns out we need some parts that the garage doesn't have in stock, so Young's having them shipped over ASAP. But in the meantime, we've decided to stay right here in lovely, picturesque, whatchamacallit, USA. Es heißt Po. Kurz Po. It's Providence Oaks, P.O. for short. Yeah, well, to be honest, all these little villages look pretty much the same to me anyway. See, we're supposed to be shooting some remotes on local end-of-year festivities and such. A grand kickoff to our special series on small-town American Aber life. geht's gut, hoffe, dir geht's auch wieder besser. Es wird, AJ, es wird, Gott sei Dank. Freut mich, dass dir gut geht. Wie ist denn Sonntag? Except, of course, that Providence Oaks is way nicer than frickin' Melville. I was gonna say, this town has warmth. I like warmth. And so do our viewers, I'm betting. So get ready for your town to be featured in part 1 of the Oregon Trail. Wow. Pending. Might be a little too on the nose. That is the same name as this motel. So I guess it isn't particularly original. My wife works here as a receptionist, but she's not the one who named it. See, this is what I'm talking about. Hallo, Real Manmala und hallo, conversations with Lisi. real Americans, right? But as fun as this is, I should be turning in. The three of us each got our own quaint little room.
Mine's non-smoking, unfortunately. Still beats Gabriel's. His doesn't even have a TV. Can you believe it? Ach Gott. Was für eine Ironie. Irony. Anyway, great banter. See you around, my main mailman. Bye. Bye. Das hätte ich gern, verging irgendwie zu schnell. Könnte mehr Ruhezeit gebrauchen. Oh, das fühle ich, AJ. Das fühle ich. Hat Lake ein Update bekommen? Yes. Yes. Ein Christmas-Update. Also, Chat, ihr dürft wieder entscheiden. Schauen wir heute Fernsehen oder lesen wir ein Buch? Morgen haben wir Eisangeln mit Robert. Buch, TV. Seid euch wieder einig, Chat. Ihr seid euch aber auch wieder einig hier. Wir gehen heiß baden. Wer ist denn wir, Luca? Wir? Nicht schon wieder ein Buch, also TV. Stimmt ja, jetzt zweimal ein Buch. Das ist der Wahnsinn, da muss ich doch gleich mal wieder Lake anschmeißen. Aber das DLC musst du dir separat holen. Okay, wir machen Fernsehen-Chat. Attention everybody! There's a suspect situation at the drive-in. Sounds like a job for fries and a hamburger. Real funny, guys. Okay, Klaus, let's go check it out. Let's get ready to rumble. Alrighty, ihr Lieben. Und damit ist es das auch für diese Folge gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, würde ich mich sehr über ein Abo und ein Däumchen nach oben freuen. Schreibt mir gerne was Nettes in die Kommentare und wie immer freue ich mich sehr, wenn wir uns in einem meiner anderen Videos wiedersehen.